Was mich begeistert am meisten in dieser Produktion ist die Verquickung zwischen dieser bizarre, interessante, faszinierende optische Welt und die geniale Darstellung von der Besetzung hier in Zürich tatsächlich. Diese Mischung macht die Produktion. Ich kenne die Kunst von Gottfried Helnwein seit sehr, sehr lange, so Vierteljahrhundert. Und ich hatte die Chance, diese Inszenierung oder diese Design von Helnwein in Los Angeles zu sehen, als es rauskam. Und ich war bei der Intendant der Los Angeles Opera, Christopher Kelch, damals und habe gebeten, dass wir einen Studiobesuch machen. Und ich dürfte das Studio sehen, wo dieses Material kreiert wurde und habe Geschichten gehört von, wie Gottfried Helnwein über die Straße gegangen ist, zu die Kostümwerkstätten der Los Angeles Opera und hat seine Touches gemacht auf das Endprodukt. Und ich war so von seiner Output als Künstler immer komplett fasziniert, aber auch besonders in seiner größte Opernprojekt eigentlich von Anfang an ein sehr großen Fan. Es hat keine gerade Linien, das ist alles sehr so wienerisch süß und das ist wie Zuckerguss und Marillenknödel irgendwie so und alles, was lecker und anziehend an die Wiener Legende ist, in eine akustische so Soufflé aufgebacken. Es ist fantastisch. Aber man muss ein bisschen aufpassen, weil wenn man so in dieser Wühlung von Schönheit so verlieren geht, es kann sein, dass man diesen Tiefgang verpasst. Und es ist ein sehr tiefgängiges Stück. Es geht um ein tiefgehendes Angst an Obsoleszenz, dass man so eine Panik hat über die eigene Nichtigkeit, dass irgendjemanden kommt und einen ersetzt. Und das ist der Lauf der Welt, wie zitiert von Marschallin. Das ist, wie es geht. Aber das ist für uns eine sehr unruhige Gefühl, dass wir nicht permanent sind. Und irgendwie, das ist auch was sehr wienerisch, diese Idee von eine komplette Impermanenz permanent feiern. Und das ist wirklich sehr, sehr im Kern der Stücke drin. Es ist schwer, nur ein paar Worte zu dieser tollen Besetzung zu verlieren. Ich muss sagen, also das Stück hat viele tolle Rollen, aber wahrscheinlich, es gibt wirklich zwei Mega-Rollen im Stück. Eins ist Octavian und eins ist Baron Ochs, die zwei O-Rollen. Und bei Ochs arbeite ich jetzt zum zweiten Mal mit Günter Kreuzberg. Das letzte Mal, eigentlich nur im Frühling, hat der Landgraf für uns gesungen bei Tannhäuser in Wien. Und ich bin hin und weg von ihm als Komiker, als komödiantischer Darsteller. Sein Sinn von Timing und Form von einer Szene. Und der ist eine mühelose Arbeiter in Proben. Und es ist großartig und sehr mutig, was er bringt. Genauso mutig die Darstellung von Octavian von Angela Brower. Das ist keine Standard-Mezzosopranistin, die eine Junge spielt. Ihre Octavian ist sehr, wie man irgendwie auf Englisch sagen würde, full of piss and vinegar. Sie ist wirklich es ist wirklich so eine, wo niemanden was Krummes irgendwie sagen darf, ohne so wirklich angegangen zu werden. Und sie trifft ihre so Seelesgleichen vielleicht in Sophie von Emily Pogarek gespielt, so eine absolute Feuerwerk von einer Darstellerin und Sängerin. Und natürlich so als großer Star haben wir die Ehre und Freude, mit Diana Damrau als Marschallin zu arbeiten. Auch lustig und herzig und ich meine, diese ganzen Sänger, Darsteller sind auf die Weltbühnen. Jeder einzige war auf der Metropolitan Opera, aber die sitzen da und die spielen und die experimentieren und öffnen sich, als ob es ein
Konservatoriumprojekt wäre. Es macht hat wirklich jeden Tag Spaß gemacht, in diese Proben zu gehen. Und eine letzte Sache, Faninal von Boskovius. Man wird es kaum glauben. Das ist Boskovius Operettenstar irgendwie. Dann kann ich genug sagen über diese Besetzung. Ich liebe Joanna Malwitz. Das ist unsere zweite Runde zusammen. Wir haben zusammen, sie hat quasi meine Zauberflöte in Salzburg gerettet. So, das war eine sehr schwierige Zusammenarbeit, so mit der musikalischen Seite in die erste Fassung. Und Joanna kam und das war die genialste, konstruktivste Zusammenarbeit. Sie ist wirklich eine, die szenisch mitdenkt, aber hat einen erfrischender Respekt vor ihr Gegenüber, auch so in die Besetzung, auch von der Regieseite. Das ist wirklich eine selten gefundene Glück, irgendwie mit jemandem wie Joanna zu arbeiten. Und auch in diesem Stück, ich weiß, dass sie Rosenkavalier schon gemacht hat, aber sie kommt auf diese Produktion mit frischen Augen. Wir lachen alle sehr viel in Proben, Joanna inklusiv. Und auch wenn es zu Timing-Sachen kommt, wenn ich sage, das funktioniert nicht ganz, und dann sie sagt, okay, guck mal, wenn die stoppen und dann geht es weiter in die Musik mit der Aktion und dann es stimmt normalerweise. Und wir sind da in einem Probezimmer, wo alle mitziehen und mitdenken und ganz oben in diese grüne Mischbuche ist Joanna auf jeden Fall. Ich meine, politisch sagt es sehr wenig direkt zu unserer Zeit jetzt, aber was ziemlich aktuell ist die Schichtung zwischen gesellschaftlichen Gruppen auf jeden Fall, auch diese Hunger, so sich höher zu klettern in eine Gesellschaft, sich es zu wünschen, so mehr zu haben, als man in dem Moment hat, ist sehr aktuell. Auch so Herr Ochs ist vielleicht so ein Verfechter von einer Proto-Manosphere oder sowas, das so sein Weltblick auf seine Station und Frauen ist sollte eigentlich sehr altmodisch sein, aber er zeigt sich als brandaktuell. Ein Publikum sollte das Gefühl haben am Ende des Abends, es ist so, Rosenkavalier ist nicht so, wo du denkst, oh Gott, man hält die Gedärme rein und man irgendwie so viel so zu einem gesprochen hat. Das ist Entertainment und man muss es als sich nehmen. Rosenkavalier ist ein geniales, perfekt konstruiertes Entertainment von Richard Strauss und wir wollen, dass es entertaining ist. Und es muss sein, dass ein Publikum herausgeht und sich freut und erzählt die Nachbarn und Office-Mates am nächsten Tag, ich habe diese Show gesehen, geniale Musik, kurzweilig, dieses Ensemble war bestials lustig die ganze Zeit. Es muss einfach ein Gesamtereignis sein und eine beglückende und eine lebensbejahende und dieses Gefühl hätte ich glaube ich, liebsten gern das Publikum am Ende nach Hause bringen zu lassen.